Hallo und herzlich willkommen hier im Panto Art Atelier und Galerie. Mein Name ist Panto Trifkovic, ich bin Künstler und Inhaber der Galerie Panto Art. Heute sind wir hier wieder da, weil es ja wieder heißt 5 Minuten mit. Und wer ist das? Ich begrüße ganz herzlich Theresia Ehrus. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Ich freue mich sehr, bei deinem Interview heute dabei zu sein. Ich habe schon mich sehr gefreut. Panto Art hat keine Kosten und Mühe gescheut. Theresia aus dem weiten Niederösterreich hierher zu... Hubschrauber. Ja, genau. Mit der fetten Limo und so. Ja, wunderbar. Und im Vorfeld habe ich Theresia meine 5 Fragen gesendet und sie hatte Zeit, sich da was zu überlegen. Und wir starten gleich, würde ich sagen. Wunderbar, Ja. wunderbar. Die erste Frage, da geht es um ein Assoziationsspiel. Da sei so nett und sag uns doch einfach mal in 5 Wörtern, was macht deine Kunst aus? Wie arbeitest du? Ja, so ungefähr. Ja, eingangs möchte ich sagen, dass das gar nicht einfach war, sich zu überlegen, wie drücke ich meine Kunst verbal aus, weil ich bin ja nicht eine Dichterin, sondern ich tue ja handwerklich etwas. Aber ja, ich habe mir was dazu überlegt. Prinzipiell kann man sagen, dass meine Bilder, ich mache Collagen und die sind vorwiegend extrem bunt. Ja. Ich verwende extrem farbige Materialien der unterschiedlichsten Art, wie zum Beispiel Papier, ganz bunt bedruckt, oder wahnsinnig schöne Stoffe, so indische Seide oder Trachtenstoffe. Trachtenstoffe sind extrem schön in ihrer Farbgebung. Ja, auch die unterschiedlichsten Bänder. Meine Bilder glitzern und funkeln oftmals. Ja, warum? Weil ich auch Perlen und Strasssteine verwende, die ich an die Collagen klebe. Weiters kann man sagen, dass meine Bilder sehr dekorativ sind. Also meine Bilder beinhalten keine gesellschaftskritischen Inhalte oder sind auch nicht politisch jetzt dazu da, irgendwelche Sachen zu transportieren, sondern meine Bilder sind wirklich nur dazu da, um zu gefallen, ja, Freude zu bereiten. Es ist mehr so in Richtung ja, diese Kunstbewegung, Pattern und Decoration, falls du diese Ausstellung gesehen hast im MUMOC. Also einfach, sie sollen gefallen, sie sollen schön sein. Ja. Und das tun sie, das tun sie. Also ich hatte hier des Öfteren Gelegenheit, in den Ausstellungen, die ich hier organisiere im Panto Art, Werke von Theresia Ehrus auszustellen. Und nicht nur, dass sie Freude versprühen und dass sie glitzern und solche Sachen, sondern wie du das machst, ist schon was ganz Besonderes. Also Collagen, Künstler, die mit Collagen arbeiten, gibt es also ganz viele und die auf unterschiedliche Art und Weise arbeiten. Aber das, was du machst und wie du das machst, ist wieder was ganz Spezielles. Ja, also. Ja, was ich noch dazu sagen möchte, sie sind dreidimensional, was auch ganz speziell ist. Ja, so, ich weiß nicht, Daniel Spörri ist da sicher ein Begriff. Ich verwende auch so Skulpturen, so Kleinigkeiten, so kleine Ornamente oder Bilderrahmen, die ich an die Collage anbringe, sodass das eine gewisse Tiefenwirkung hat. Ja? Und auch durch die Perlen und durch die Strasssteine hat das eine Struktur und ja, das ist einfach auch ganz was Neues und Spezielles. Ja, und einfach wunderbar, also wunderbar. Ja, dann schließen wir gleich an die zweite Frage, weil da geht es irgendwie darum, was ist denn das? Also jetzt arbeitest du so vielfältig und bunt und mit toller positiver Energie, die du in deine Bilder hineinprojizierst, um den Besucher und Besucherinnen, sozusagen den Kunstliebhaber und Liebhaberinnen, diese Energie mitzugeben. Aber umgekehrt ist jetzt die zweite Frage, da geht es darum, woher holst du dir die Inspiration und um solche kreative Sachen zu produzieren oder was motiviert dich überhaupt dorthin zu kommen, wo du bist? Ja.
Das ist eine spannende Frage. Prinzipiell ist es aber ganz einfach zu beantworten. Es macht einfach Spaß. Es ist der Spaß und es ist die Freude, die Dinge zu kreieren, sich zu überlegen. Das sind so schöne Materialien, die ich da sehe in irgendwelchen Märkten, wenn ich auf Reisen bin. Dann sehe ich einen Stoff und denke mir, oh Gott, ja, den muss ich unbedingt haben. Dann mache ich eine Collage daraus. Anders geht es gar nicht. Ja. Und ja, und einfach dieser kreative Prozess ist es, der mich antreibt, den ich nicht missen möchte. Und wenn es dann noch Menschen gibt, die sagen, das gefällt mir auch und ja, was gibt Schöneres, oder? Das ist Motivation genug. Ja. Alles klar, das verstehe ich sehr gut. Ja. Also das heißt so, allein schon die Haptik mit den Materialien zu arbeiten, das ist schon, also irgendwie reizt dich sofort, da hast du sofort, entstehen Bilder im Kopf, was das möglicherweise von Kunstwerk entstehen kann. Ja, stimmt genau, das so? Stimmt. Ja, ich sehe etwas und denke mir, das muss ich zu einem Bild, zu einer Collage verarbeiten. Ja. Okay. Jetzt habe ich ja schon vorher gesagt, dass ja Theresia Ehrens kein unbeschriebenes Blatt hier ist in Panto Art und du zählst ja zu den Stammkünstlerinnen des Hauses sozusagen und eine der Unterstützerinnen, wofür ich dir sehr, sehr danke. Ich wollte jetzt noch fragen, weil wir ja dann schon zur dritten Frage, also langsam irgendwie übergehen. Und da geht es jetzt darum, neben dem, was hier in Panto Art passiert, wie machst du deine Kunst öffentlich? Wie kann man sonst deine Bilder irgendwie sehen? Oder was gibt es denn da für Möglichkeiten? Was tust du da? Erzähl uns ein bisschen was. Ja, gerne. Prinzipiell ist es ja so, bevor ich die Möglichkeit hatte, bei dir regelmäßig auszustellen, muss ich sagen, war es Mundpropaganda. Also die Leute haben gewusst, ich mache Collagen. Das war so eine Art Schneeballeffekt. Ja. Die Leute, Verwandte, Bekannte, Freunde haben gewusst, die Theresia macht Collagen, das schaue ich mal an, da komme ich zu ihr ins Atelier und haben dann Bilder mitgenommen und dann haben es dort wieder Leute gesehen und haben dann nachgefragt und sind dann zu mir gekommen. Das heißt, ich habe mich nicht wahnsinnig viel darum kümmern müssen, sondern die Leute haben es erfahren. Jetzt durch deine Galerie, durch die Eröffnung von Panto Art, ist das für mich ganz was Neues, wirklich so regelmäßig mitzumachen und das macht unheimlich Spaß. Ja. Ich hatte schon eine Einzelausstellung bei dir, deine Gruppenausstellungen, dieses Call for Arts, das ist ein Wahnsinn, das ist so nett, ich kann nur allen empfehlen, macht's mit, das ist so lustig, ja, weil es auch eine ganz andere Herangehensweise ist, weil ich sehe, bis jetzt habe ich immer so Material gesehen und habe mir gedacht, unbedingt, da mache ich eine Collage. Jetzt ist es so bei der Gruppenausstellung, du gibst ein Thema vor und dann überlege ich mir, okay, was löst das aus in mir, wie könnte ich das umsetzen und das ist ein ganz anderer kreativer Prozess und das macht so viel Spaß, das ist ganz neu und ja, ich mache ganz oft mit, wirklich. Ja, also das war es eigentlich bis jetzt, wie die Leute an meine Bilder herangekommen sind, eben durch Mundpropaganda, jetzt durch dich, ja, so schaut's aus. Ja, ein bisschen Facebook und ein bisschen Instagram, aber das ist nicht so deins. Nein, das habe ich versucht zu beginnen, aber das habe ich dann wieder abgedreht. Das wäre dann eigentlich schon etwas für die letzte Frage, wo du dann fragst, ja. Also das wollen wir jetzt noch nicht verraten. Nein, ich dachte nur jetzt, also irgendwie, okay, das ist so, weil man sagt dann irgendwie, okay, ich mache jetzt das und ich habe eine Homepage oder sowas, aber das ist ja noch in Planung, also das kommt dann zum Schluss. Okay, alles klar, alles müssen wir jetzt nicht verraten zum Thema Öffentlichkeit. Ja, noch sind wir nicht so weit. Ja. Gut, die nächste Frage, die ich sage ja immer so, ist ein bisschen knifflig und ein bisschen auch gemein. Haben wir ja schon gehört, eine Künstlerin hat das ja schon so kommentiert. Ja, ich gestehe, sie ist wirklich nicht einfach. Schauen wir mal, was Theresia dazu antworten wird. Die Frage lautet ja, wenn du die Möglichkeiten hättest, egal jetzt ob finanzielle Möglichkeiten oder wie auch immer Möglichkeiten, wenn du die Möglichkeiten hättest, ein Kunstwerk zu besitzen, von wem anderen ist die Rede. Ja. Welches Kunstwerk wäre das, von welchem Künstler, Künstlerin? Und eine wichtige Frage dazu ist dann, warum? Weil nur zu sagen,
ich hätte gerne das ist zu wenig. Also ein bisschen eine Erklärung, sei so nett. Ich habe es verstanden, ja. Also ich finde diese Frage überhaupt nicht knifflig, das war total einfach für mich. Also so kann man es auch sehen. Okay. Ja, also für mich war es ganz klar, ich möchte ein Bild haben, das wahnsinnig viel wert ist. Ja? Ein Richter oder ein Rauch, egal, oder weil ich würde es dann gleich verkaufen, ja, und würde mit diesem Geld mir ganz, ganz viele wunderschöne Gemälde und Kunstwerke kaufen, ja, die nicht so bekannt sind, die nicht so teuer sind, ja, aber auch wunderschön sind. Ja. Und dann hätte ich einfach nicht nur ein Bild, sondern ich hätte ganz viele schöne Bilder. Und da will ich mich wirklich nicht auf eines festlegen, weil es gibt so viele schöne Bilder. Es ist ein Wahnsinn, ja. Ich verstehe. Das heißt, ich hätte dann ganz viele schöne Bilder. Ja. Also ganz einfach. Aber die Lösung ist natürlich mal eine gute Lösung. Ja, also mal irgendeins von diesen sauteuren Bildern, Künstler, Bekannten irgendwie zu kaufen und dann das irgendwie zu verkaufen. Alles klar, habe ich verstanden. Finde ich eigentlich. Nicht schlecht. Ja, oder? nicht schlecht, ja. Man darf sich ja wünschen. Ja, auf die Idee muss man aber auch kommen. Also, ja, super. Hey, aber wir sind jetzt schon hier, da haben wir schon 4 Fragen irgendwie hinter uns. Time fades away. Ja. So, jetzt aber. Jetzt die letzte Frage. Wie schaut es aus in der Zukunft? Ja, wie geht's weiter? Was sind die Pläne? Was macht Theresia Eres in der nächsten Zeit? Oder wie geht's weiter? Naja, Überraschung, ich mache bei deinen Gruppenausstellungen mit. Wie kann es anders sein? Ja, deine Call for Artists, die sind ja kleine Kunstwerke, deine Videos. Ja, das ist ja ein Wahnsinn. Ja. Also auf jeden Fall mache ich mit. Ich habe auch schon fleißige Ideen zu deinen Themen. Was ich eben auch gesehen habe jetzt durch Corona-Zeiten und auch durch deine Online-Auftritte, es ist schon wichtig, im Internet präsent zu sein. Ja. Deshalb habe ich mir auch überlegt, okay, ich gehe es wieder an mit einer Homepage. Ich werde auf jeden Fall mir eine Homepage jetzt wieder zulegen, damit eben auch im Internet die Leute zugreifen können zu meinen Bildern. Ja. Das ist geplant jetzt mal. Ja. Und es ist auch, ich denke halt nicht nur jetzt, um die Bilder auf einer Homepage zu zeigen, sondern es ist auch so ein bisschen eine Art an Kommunikation, eine Kontaktmöglichkeiten, falls jemand ein Interesse hat, also irgendwie zu dir zu gelangen, ja, also ein Kunstwerk zu kaufen oder wie auch immer, Informationen über dich und deine Sachen, damit man das finden kann. Ja. Also ich denke, auch wenn die Homepage selber schon ein bisschen ein veraltetes System eigentlich ist, habe ich mir sagen lassen, aber denkbar ohne ist, natürlich kann man ohne, das ist jetzt auch ohne, aber ist sicherlich gut, also es ist sicherlich gut und da kann man auch einfach deine wunderbaren Bilder alle mal hochladen und dann sieht man, wie vielfältig du arbeitest und das finde ich sicherlich eine sehr gute Idee. Möglicherweise kommen dann die neuen sozialen Medien dazu, wie Instagram oder Facebook, wobei Facebook eigentlich, schauen wir mal, wie es so ist. Ja. Okay. Gut. Dann sind wir schon am Ende. Liebe Theresa, vielen, vielen, vielen Dank, gerne, dass du dir Zeit genommen hast. Und es war wunderbar, mit dir zu plaudern. Ja. Wir sind viel schlauer jetzt. Und zu diesen tollen Bildern, die du immer ausstellst, gibt es jetzt ein Gesicht, ein super charmantes Gesicht, wie ich finde. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle und sage, dranbleiben, neue Videos kommen und dann heißt es wieder 5 Minuten mit. Auf Wiedersehen. Tschüss.